Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Sidemark das M-Spec Ultrashot und der T5 Magnifier. Normalerweise stellen wir euch immer die Neuheiten vor. Ab und zu haben wir aber auch mal gute Kombinationen oder gute Geräte, die schon eine Weile am Markt sind, einfach wo es auch Erfahrungsberichte gibt und wo wir der Meinung sind, das ist vorstellenswert. Genau das ist hier von Sidemark das M-Spec Ultrashot und der T5 Magnifier in dieser Kombination hier zu sehen. Die Besonderheit hierbei ist nämlich, wir haben von Sidemark hier ein Open-Sight-Visier mit einem großen Sichtfenster. Also wer hier ein kleines Mikrovisier wie die Aimpoints kennt oder auch die anderen Geräte von Sidemark, die ein bisschen kleiner sind, hat man hier den Vorteil, dass man ein großes Sichtfenster hat von 33 x 24 mm, ein schönes Absehen, was man klar sehen kann und natürlich sehr, sehr wenig Rand. Zum Rand muss man hier auch sagen, da hat Sidemark hier ein bisschen auch auf den Schutz geachtet, ganz, ganz wichtig. Denn man hat hier bei dem Aluminiumgehäuse einmal ein inneres Gehäuse, wo die Scheibe sitzt und außen drüber nochmal eine Haube, um da einfach nochmal ein bisschen mehr Stoßschutz zu geben. Natürlich hat man hier das Problem bei einem solchen Visier im Vergleich zu einem Tube-Visier, einem kleinen, der Emitter ist exponiert. Das heißt, der Emitter liegt hier irgendwo außen. Bei Regen, bei Dreck und bei sonstigen Einflüssen von außen hat man hier natürlich das Problem, dass das Gerät dann bzw. das Absehen dann nicht mehr sichtbar sein kann. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, hat Sidemark hier eine Verlängerung vorgesehen. Das heißt, wenn das Wetter denn umschlägt, wenn die Sonne weg ist und der Regen kommt, kann ich hier diese Haube rausfahren. Dann habe ich hier zumindest noch mal ein bisschen mehr Schutz. Natürlich nicht 100%igen Schutz, aber ich kann zumindest damit weiterarbeiten. Das hilft natürlich auch gegen Spiegelung, gerade wenn die Sonne zu stark von hinten scheint und auf die Scheibe spiegelt, kann ich das hier rausziehen, habe ich auch nochmal einen zusätzlichen Sonnenschutz. Das Gerät selbst ist relativ groß von der Form her, ihr habt es ja eben schon auf der Waffe gesehen. Die Besonderheit hierbei ist aber, wer genau geschaut hat, wie ich es montiert habe, weil ich predige ja immer, dass man kein Visier hier auf den Vorderschaft bauen soll. Das ist auch nicht der Fall, denn wenn man sich das hier unten mal anguckt, dann sieht man, dass die Montage an sich nur bis hier hingeht und der vordere Teil eigentlich komplett freistehend ist. Das heißt, ich kann das relativ weit vorne ansetzen, so dass es quasi aussieht, dass es auch auf dem Vorderschaft montiert wäre, ist es aber nicht. Und dadurch habe ich natürlich viel mehr Platz nach hinten, um hier auch einen Magnifier und bei Bedarf vielleicht auch noch ein Backup Iron Sight zu montieren. Was bietet das M-Spec Ultrashot? Wir haben hier einen 65 MOA Kreis mit einem 2 MOA Punkt. Die Besonderheit hier beim Kreis ist, dass wir nochmal 4 Unterbrechungen haben in 5 MOA Größe. Das heißt, man hat hier auch nochmal eine Möglichkeit, um da einfach ein bisschen besser schätzen zu können. Wir können das Ganze in 10 Leuchtstufen regulieren, zusätzlich noch eine Nachtsichtstufe. Und wir haben das Ganze im Betrieb mit einer CH123 Batterie, die wird hier vorne eingesetzt. Die hält dann je nach Leuchtstärke oder nach Helligkeitseinstellung von 200 bis 2000 Stunden. Und hier vorne, wie gesagt, wird die Batterie eingesetzt, die wird hier eingeschoben. Ihr habt es gesehen, das Schöne ist, man kann das hier mit der Hand festziehen. Das heißt, das Gewinde ist eine Rändelschraube, die ich mit der Hand fest anziehen kann. Wem das noch nicht reicht, der hat hier natürlich noch die Möglichkeit, mit einer Münze oder einem sehr breiten Schraubenzieher anzusetzen, um da dann den Deckel nochmal zu fixieren. Integriert ist hier eine Picatinny-Montage, das heißt, das Gerät lässt sich direkt auf der Waffe mit Picatinny montieren. Ihr habt hier einen Schnellspanner mit einer Sicherung, das heißt, wenn ich hier den Sicherungshebel zu mir ziehe, also in die Richtung, eigentlich in die Richtung, wo der Hebel aufhört, dann kann ich den Hebel entriegeln und so lege ich ihn dann auch an, dann arretiert er automatisch und dadurch hat man natürlich den Vorteil, dass sich dieser Hebel nicht von alleine lösen kann.
Zum Nachjustieren hat man hier auch nochmal die Möglichkeit, mit einer Schraube, mit einem Werkzeug, was auch im Lieferumfang enthalten ist, zu arbeiten, um das Ganze dann auch nochmal ein bisschen fester oder weniger fest zu machen, je nachdem, wie ihr das braucht. Und natürlich lässt sich das ganze Gerät auch einstellen. Wäre auch blöd, wenn man es nicht einstellen könnte. Dazu habt ihr oben und an der Seite die Verstelltürme, die sind versenkt, lassen sich hier mit einem Schlitzschraubenzieher verstellen. 120 MOA nach oben und zur Seite in 1 MOA-Schritten. Kommen wir zum Magnifier. Für alle, die einen Magnifier nicht kennen, bei einem Rotpunktvisier ist es ja problemlos möglich, Ziele bis zu 300, 400 Meter zu treffen, ohne eine Vergrößerung, wenn das Auge das mitmacht. Problem ist immer nur hierbei die Zielerkennung. Sei es eine Scheibe, sei es im taktischen Bereich eine menschliche Silhouette. Man sieht das zwar irgendwo, man kann es auch treffen, aber man weiß nicht, was man getroffen hat und vor allem, wo man es getroffen hat. Könnte ja auch sein, dass da vorne irgendwo der Freund rumläuft und man beschießt ihn, weil man einfach keine Identifikation hat. Und genau dafür ist ein Magnifier gut. Der vergrößert nämlich einmal das Ziel und natürlich auch das Absehen. Das heißt, alles wird vergrößert. In der Regel spricht man da, oder die meisten Magnifier bieten eine dreifache Vergrößerung. Es gibt auch welche mit 4, auch welche mit 6 und ein paar wenige mit 5-facher Vergrößerung. Und genau hier haben wir diesen Sightmark Magnifier, den es auch als Dreifach gibt, als 5-fach-Version. Das bisschen extra hilft gerade auch beim Scheibenschießen natürlich. Dreifach kann man gut treffen. Tatsächlich bin ich auch ein Freund von, je weniger Vergrößerung, desto weniger Wobble habe ich. Ja, klar, es gibt auch Präzisionsschützen, Benchmark-Schützen, die wollen da wirklich nur noch das Schwarze sehen und das reicht denen, ja. Ich habe ganz gern auch noch ein bisschen vom Ziel drumherum. Von daher bin ich der Meinung, gerade auch in Verbindung mit einem Rotpunktvisier, ein 5-fach-Magnifier ist so das höchste aller Gefühle. Mehr braucht man da eigentlich nicht. Und genau das bietet hier der Sightmark 5-fach. Besonderheit hier ist, wir haben ein Tube-Design. Das finde ich immer bei Magnifiern extrem wichtig und gut. Alles andere, also der EOTech Magnifier, so gut wie er ist, hat einen Nachteil meiner Meinung nach, nämlich er hat kein Ringdesign. Das heißt, ich brauche eine spezialisierte Montage dafür. Bei einem 30 mm Magnifier kann ich auf sehr viele andere Montagen ausweichen, die es am Markt gibt, weil, wie gesagt, für Aimpoint gibt es eine 30 mm Montage von Unity Tactical, was auch immer. Also wenn ich irgendwelche speziellen Montagen haben möchte oder auch hier die B&T Montage, wo ich den Magnifier komplett abnehmen kann, brauche ich einen 30 mm Ring, wobei B&T hat auch was für EOTech, aber egal, tut ja nichts zur Sache. Und da habe ich hier die Möglichkeit, mit dem 30 mm Ring zu arbeiten, um da auch eine andere Montage zu nutzen, falls mir diese hier nicht zusagt. Die ist aber tatsächlich sehr, sehr gut. Wir hatten schon Montagen von den Magnifiern von Sightmark in der allerersten Generation, das liegt schon Jahre zurück, die waren tatsächlich nicht wirklich gut. Die hatten Probleme und da haben wir mit Sightmark gesprochen, haben gesagt, hier, wenn ihr das ein bisschen überarbeitet, also der Magnifier selbst ist super von der Klarheit und von der Ausführung, von der technischen mechanischen Verarbeitung, aber die Montage selbst ist nicht so das Gelbe vom Ei. Und da haben die das überarbeitet und haben dann quasi für alle Magnifier von ihrer Pro-Magnifier-Version, die es auch noch gibt, die Montage auch auf alle anderen Magnifier angewandt. Das Ganze funktioniert hier mit einem Ball-Detent, mit einer Kugel und einer Feder. Dadurch wird die Spannung gehalten. Das heißt, ich klappe den einfach mit Kraft zur Seite und dann bleibt der da auch in Position. Der lässt sich dann auch nicht versehentlich wieder zurückschütteln und ich brauche keinen Widerstand in irgendeine Richtung zu überwinden, um den Magnifier zu bewegen. Das ist tatsächlich eine sehr coole Montage und die kommt hier auch genau mit einem Schnellspanner, ähnlich dem M-Spec, um hier auch das Ganze sichern zu können, wenn es arretiert ist. Auch hier wieder auf der anderen Seite eine Rändelschraube, wenn ihr das nochmal nachjustieren müsst, um das Ganze hier dann auch auf der Waffe passend zu fixieren. Und natürlich auch hier einen Höhen- und Seitenverstellungsbereich, um den Magnifier zu zentrieren. Denn hier braucht man keine Höhen- und Seitenverstellung wie bei einem Rotpunktvisier, was auf die Waffe abgestimmt wird, sondern ihr stimmt nur den Magnifier auf das Rotpunktvisier ab. Egal wo ihr, also wenn ihr den jetzt initial draufbaut und das Rotpunktvisier irgendwo da ist, trefft ihr trotzdem, das ist kein Problem. Das dient einfach nur dass man es einfacher findet im Magnifier, dass man den Rotpunkt dann in die Mitte zieht. Dafür ist diese Höhen- und Seitenverstellung da. Hier ganz wichtig bei einer Vergrößerung natürlich auch eine Dioptrieneinstellung. Die geht von +3 bis -3. Das heißt, ihr habt ja auch ordentlich Vergrößerungsbereich bzw. Verstellbereich für eure Augen, dass ihr auch das Ganze ohne Brille schießen könnt.
Beim Augenabstand hat man ungefähr 4 cm. Das heißt, da ist man so im Mittelfeld. Wenn man den mit anderen Magnifiern vergleicht, es gibt welche, die haben 6 bis 8. Es gibt aber auch welche, wo man wirklich quasi mit dem Auge reinkriechen muss, habe ich auch schon gesehen. Von daher ist das hier auf jeden Fall in Ordnung. Und auch die Helligkeit und die Klarheit der Randschärfe ist vom Preis her, beziehungsweise das Gerät ist ja vom Preis her relativ weit unten angesiedelt und hat trotzdem eine relativ hohe Leistung. Also Preis-Leistung ist hier eigentlich fast schon in die andere Richtung zu bewerten. Unser Fazit. Das M-Spec Ultrashot und der T5 Magnifier von Sightmark sind eine sehr, sehr coole Kombination für die AR-15-Plattform. Wem der 5-fach Magnifier zu viel ist, der kann hier natürlich auch auf einen 3-fach Magnifier von Sightmark gehen. Wir haben uns nur gedacht, gerade hier, um auch ein bisschen besser und weiter schauen zu können, ist die 5-fach-Kombination ideal. Und gerade auch, wenn man sich mal die Größe anschaut, ja, also ist wirklich kaum ein Unterschied zu einem 3-fach Magnifier. Das Gerät an sich finden wir sehr gut. Das Einzige, was uns so ein bisschen aufstößt, sage ich mal, ist die kurze Batterielebensdauer von 2000 Stunden. Da hat ja Sightmark inzwischen auch Geräte, die deutlich länger können. Aber wer jetzt da jetzt nicht unbedingt Stunden auf der Range verbringt und schießt, ich meine 2000 Stunden sind jetzt ja auch nicht wenig, ja, muss man ja auch mal dazu sagen, aber man muss natürlich hier schon ein bisschen mehr die Batterie im Auge behalten im Vergleich zu anderen Geräten von Sightmark, die inzwischen sogar komplett nur mit Solar funktionieren, aber ansonsten ein sehr, sehr gutes und hochwertig verarbeitetes und vor allem robustes Gerät. Ihr bekommt das M-Spec Ultrashot und den T5 Magnifier von Sightmark überall dort, wo man Sightmark-Produkte kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was nutzt ihr für ein Red Dot oder ein Magnifier? Schreibt es uns in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle lag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.